Magnesium spielt bei Fibromyalgie für viele eine wichtige Rolle. Und in diesem Video bekommst du Antworten auf typische Fragen. Welche Form gibt es? Wie kann man sie anwenden? Was bringt Magnesium überhaupt? Und worauf solltest du achten? Vor kurzem habe ich euch gefragt, wobei hilft euch Magnesium am meisten? Und da kamen richtig viele Rückmeldungen, sowohl auf YouTube als auch auf WhatsApp. Und die Ergebnisse, die waren ziemlich eindeutig. Die meisten von euch haben Muskelverspannungen genannt, Krämpfe oder auch Kopfschmerzen. Aber auch innere Unruhe, schlechter Schlaf und Erschöpfung waren häufig dabei. Und das zeigt, wie vielfältig Magnesium wirken kann. Schauen wir uns also kurz an, warum Magnesium gerade bei Fibromyalgie für viele so ein wichtiges Thema ist. Magnesium ist an über 300 Prozessen im Körper beteiligt, darunter die Muskel- und Nervenfunktion, der Energiestoffwechsel, die Blutdruckregulation und auch, ganz wichtig, die Stressverarbeitung. Und genau deshalb ist bei Fibromyalgie ein immer wieder genannter Baustein eben das Magnesium. Denn Fibromyalgie geht ja oft mit ganz unterschiedlichen Symptomen einher und ein Magnesiummangel, der kann viele dieser Beschwerden verstärken oder imitieren. Und deshalb probieren viele Menschen mit Fibromyalgie das einfach mal aus, vor allem bei typischen Beschwerden wie innere Unruhe, Schlafprobleme, muskuläre Anspannung oder eben auch Krämpfe, Lidzucken. Und die Leute berichten, dass sich damit tatsächlich was verändert. Zum Beispiel, dass sie besser schlafen oder dass sie sich beweglicher fühlen. Bei anderen zeigt sich wiederum kein klarer Effekt. Und das ist, wie so oft, man sieht es individuell. Man muss das ausprobieren. Aber worauf sollte man achten, wenn man Magnesium gezielt einsetzen möchte? Und ich starte da jetzt mal mit den verschiedenen Magnesiumformen, denn die Wahl der Form, die kann dabei gezielt auf die jeweiligen Symptome abgestimmt werden. Man kann natürlich auch überlegen, die einzelnen Formen zu kombinieren und dann eben unterschiedlich profitieren. Ich fange jetzt erstmal an mit Magnesiumcitrat. Das ist eine besonders gut bioverfügbare Magnesiumform, die bei Fibromyalgie unterstützend wirken kann. Zum Beispiel bei Muskelverspannungen, bei Krämpfen oder bei allgemeiner Anspannung und Stress. Und wichtig ist, dass man weiß, Magnesiumcitrat kann bei empfindlichen Personen abführend wirken oder eben auch Magen-Darm-Beschwerden verursachen. Und wenn das so ist, dann kann man die Einnahme entweder mit einer Mahlzeit kombinieren, das wäre eine Möglichkeit, oder falls auch der Magen sehr sensibel ist, dann ist es vielleicht besser, auf andere Magnesiumformen auszuweichen. Zum Beispiel auf Magnesiumglycinat. Das zählt zu den beliebtesten und verträglichsten Magnesiumformen, wenn es um die Unterstützung für Muskeln, Nerven und Schlaf geht. Manche Leute berichten, dass sie mit Magnesiumglycinat weniger unter Muskelkrämpfen und Verspannung leiden und sich insgesamt einfach entspannter fühlen. Und ein besonderer Vorteil bei dieser Verbindung ist, Glycin, das ist eine Aminosäure. Die wirkt als beruhigender Botenstoff im Nervensystem und das macht eben Magnesiumglycinat zur richtig guten Wahl bei innerer Unruhe, bei Stress oder auch bei Schlafproblemen, gerade bei Fibromyalgie, wo diese Symptome ja häufig auftreten. Und das Glycinat hat ebenfalls eine hohe Bioverfügbarkeit, also das Magnesiumglycinat. Ja, und auch Magnesiummalat ist eine interessante Magnesiumform für Menschen mit Fibromyalgie, denn diese Verbindung kombiniert Magnesium mit Malat und das ist das Salz der Apfelsäure. Und das wiederum, die Apfelsäure, die spielt eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel. Magnesiummalat unterstützt die ATP-Produktion, also die Energieproduktion in den Körperzellen. Und genau deshalb wird es häufig bei chronischer Müdigkeit und bei Energiemangel eingesetzt. Beides typische Begleitsymptome bei Fibromyalgie. Einige von euch haben mir die Rückmeldung gegeben, dass Magnesiummalat nicht nur die Energie steigert, sondern genauso Muskelkrämpfe und Schmerzen lindert wie die anderen Formen. Auch diese Form, das Malat, gilt als gut verträglich und wird vom Körper gut aufgenommen. Ein bisschen anders sieht das beim Magnesiumoxid aus. Das enthält zwar besonders viel Magnesium, wird aber vom Körper nur begrenzt aufgenommen. Die Bioverfügbarkeit beim Magnesiumoxid ist deutlich niedriger als bei den organischen Formen, also jetzt Citrat oder Glycinat. Und trotzdem nutzen manche Magnesiumoxid zur Basis, also für die Basis, vor allem wenn man größere Mengen braucht oder wenn andere Formen nicht vertragen werden, kann das auch eine Option sein.
Manche kombinieren das auch mit dem Citrat oder mit dem Malat, Glycinat, um dann eben auch die unterschiedlichen Wirkungen zu verbessern. Und dann gibt es noch eine ganz andere Möglichkeit, nämlich eine Kombination aus Magnesium, Calcium und vielen weiteren Mineralien, und zwar mit der Sango-Koralle. Das ist für viele eine richtig interessante Option, gerade dann, wenn man nicht nur Magnesium nehmen möchte, sondern wenn man den gesamten Mineralstoffhaushalt im Blick hat. Denn Sango-Koralle enthält Magnesium, Calcium und über 70 weitere Mineralstoffe und Spurenelemente. Und das Ganze, das ist noch das Tolle, in einem natürlichen Verhältnis, das dem menschlichen Körper sehr ähnlich ist. Das Magnesium liegt hier also nicht pur vor, sondern das ist eingebettet, und das macht es für manche vielleicht sogar besonders verträglich. Das muss man auch wieder ausprobieren. Was ich daran interessant finde, das Calcium-Magnesium-Verhältnis liegt bei etwa 2:1 in der Sango-Koralle, und das entspricht ziemlich genau dem, was unser Körper gut verwerten kann. Die Mineralien liegen auch in ionisierter Form vor. Das bedeutet, dass sie besonders gut aufgenommen werden können. Ja, einige berichten, dass sie sich mit der Sango-Koralle insgesamt stabiler fühlen, vor allem bei Muskelverspannungen, bei Krämpfen oder auch bei so einer Art inneren Erschöpfung. Natürlich, das ist individuell, das muss man testen, aber wenn du auf der Suche nach einer natürlichen, ausgewogenen Magnesiumquelle bist, dann könnte das für dich interessant sein. Auch als tägliche Basis, gerade dann, wenn du empfindlich auf bestimmte Einzelpräparate reagierst, dann könnte das was für dich sein. Und für die Guaifenesin-Therapie ist Sango-Koralle übrigens auch geeignet, weil sie mineralisch ist und damit salicylatfrei. Ja, es gibt viele gute Magnesiumprodukte, die man verwenden kann. Ich achte immer darauf, dass es möglichst in reiner Form ist, also ohne unnötige Beistoffe. Das ist für mich wichtig. Und wenn dir das jetzt gerade alles ein bisschen zu unübersichtlich wird, dann schau einfach mal in meinen Blogartikel zum Magnesium rein. Darin verlinke ich auch Produkte. Ja, und jetzt noch was ganz, ganz Wichtiges. Wenn auf der Packung steht, zum Beispiel Magnesium 500 Milligramm oder nur Magnesium 500, dann bezieht sich die Zahl meist auf die gesamte Verbindung, nicht nur auf das tatsächlich enthaltene Magnesium. Ein Teil davon ist dann auch das Salz, zum Beispiel das Citrat, in dem das Magnesium gebunden ist. Das echte, elementare Magnesium, das ist oft viel weniger. Das ist also ein Werbetrick der Hersteller, und deshalb achte immer ganz genau darauf, wie viel elementares, also echtes Magnesium drin ist, nicht nur auf die große Zahl vorn. Das findest du dann in dieser Tabelle, da steht dann genau drin, wie viel Magnesium tatsächlich enthalten ist. Ja, und dann ist natürlich die Frage auch, wie viel Magnesium braucht man denn eigentlich? Und genau das schauen wir uns jetzt an. Die Deutsche Gesellschaft für Magnesiumforschung e.V. nennt als therapeutischen Bereich 300 bis 480 Milligramm, bei besonderem Bedarf auch bis zu 1000 Milligramm pro Tag. Wichtig ist, die optimale Menge, die ist echt individuell, das kann man also nicht pauschal sagen. Die Gesellschaft schreibt in einem ihrer Papiere, die Dosierung kann im Bedarfsfall bis zum Auftreten von Durchfällen weiter erhöht werden. In Einzelfällen sind Tagesdosen bis knapp 1000 Milligramm möglich. Das heißt, nein, nicht möglich, sondern nötig, so heißt es richtig. Das heißt, Durchfall ist sozusagen die natürliche Obergrenze. Wenn das passiert, dann war es ein bisschen zu viel, dann geht man wieder eine Stufe zurück. Und so tasten sich viele langsam an ihre passende Dosis heran. Ja, und viele vertragen Magnesium besser, wenn sie die Tagesmenge auf mehrere kleine Portionen verteilen. Da kommt der Körper meist besser mit klar. Kleine Mengen Magnesium mehrfach am Tag. Auch die Gesellschaft für Magnesiumforschung empfiehlt genau das. Es verbessert nicht nur die Aufnahme, sondern das kann eben auch mögliche Nebenwirkungen wie weicher Stuhl, Durchfall vermeiden. Ja, und wenn du wissen möchtest, wie gut dein Körper mit Magnesium versorgt ist, dann lässt du den Wert am besten im Vollblut messen. Zum Beispiel beim Heilpraktiker oder beim Privatarzt. Warum das besser ist als der übliche Serumwert beim Hausarzt, das erklärt Dr. Med Ralf Kirkham in einem seiner Videos, und den Link, den findest du in der Videobeschreibung. Ach ja, und gesetzliche Kassen übernehmen die Kosten in der Regel nicht.
Ja, neben der oralen Einnahme mit Kapseln oder Pulver und so weiter gibt es auch die Möglichkeit, Magnesium über die Haut aufzunehmen. Zum Beispiel in Form von Magnesiumöl, Magnesiumflocken oder eben auch speziellen Bädern. Und das nennt man dann transdermale Anwendung. Dabei wird Magnesium über die Haut aufgenommen, ohne den Magen-Darm-Trakt zu belasten. Meist wird dafür Magnesiumchlorid verwendet. Und das kann vor allem für Menschen mit empfindlichem Magen oder mit Aufnahmestörungen interessant sein. Oder wenn man gezielt verspannte Muskeln behandeln möchte, dann kann man es direkt da auftragen. Auch darüber findest du Infos in meinem Blogbeitrag, den hatte ich ja vorhin schon verlinkt, wie man da transdermales Magnesium zum Beispiel auch selbst herstellen kann, beschreibe ich darin auch. Ich setze den Link auch nochmal in die Videobeschreibung. Ja, viele Betroffene berichten, dass ihnen transdermales Magnesium hilft und die Anwendung ist einfach auch unkompliziert. Nach dem Auftragen sollte das Magnesium etwa 20 Minuten auf der Haut bleiben, damit es gut aufgenommen werden kann. Manche lassen es danach einfach drauf, andere nehmen es mit einem feuchten Lappen ab. Das ist Geschmackssache. Da muss jeder für sich schauen. Wenn es zum Beispiel auf der Haut leicht kribbelt oder brennt, dann kannst du es mit Wasser verdünnen. Das hilft fast immer. Dann ist es einfach ein bisschen zu konzentriert für deine Haut. Und gerade bei empfindlicher Haut oder bei kleinen Verletzungen reagiert die Haut dann eben einfach sensibler. Und wenn das bei dir auch so ist, probier es beim nächsten Mal einfach ein bisschen verdünnter. Das reicht dann oft schon aus. Ja, für mich ist Magnesium ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Wenn ich es nicht nehme, dann habe ich Krämpfe, ich schlafe schlechter, ich habe Schmerzen, ich bin angespannter, ich kann mich schlechter konzentrieren. Und vielleicht kennst du das ja auch. Schreib gern mal. Ja, das transdermale Magnesium gehört an schlechten Tagen zu meinen Soforthelfern Nummer 1. Und dazu dann noch das Nackenmassagegerät von Donnerberg. Das verwende ich schon seit vielen Jahren und es hilft mir wirklich fast immer bei Verspannungen. Und viele von euch kennen das ja auch schon, haben die gleiche Erfahrung gemacht. Die Rückmeldung habe ich ja schon oft bekommen. Das Gute an dem Gerät ist, es gibt 1 Monat Rückgaberecht mit Geldrückgabegarantie. Und falls du darüber mehr erfahren möchtest, schau einfach mal in dieses Video rein. Ich wünsche dir, dass dir Magnesium genauso gut tut wie mir, ob nun äußerlich oder innerlich. Vielleicht bringt es dir ja ein bisschen mehr Entspannung, einen besseren Schlaf oder einfach mehr Ruhe im Körper. Bis bald.